So, ihr Warmduscher, ich bin Vegeta und hier geht's jetzt mit Han Rizzles neuem Video los. Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget und zu den aktuellen Entwicklungen. Und man sieht es ja schon so ein bisschen. Ein neuer Helevatoren-Code ist on the road. Ja, ganz unten steht da, Han Rizzle -Q6BZ. Könnt ihr zum Start des Elevators eingeben. Ihr müsst Level 50 sein. Und kriegt dann ein paar super Sachen, 25 Schlüsselkarten, den Trank des Lebens, 100 Sanduhren. As usual, würde ich sagen, aber man weiß ja immer nicht, ob das so passiert. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Code eingibt und im Elevator spielt. Und es wird interessant sein zu sehen, wie sich der Elevator spielen lässt mit dem Update. Aber das Update ist ja jetzt nochmal so ein bisschen auf links gedreht worden. Wir haben hier ein paar richtig interessante Änderungen, die relativ schnell kamen aufgrund des doch oftmals negativen Feedbacks der Community. Und so gab es dann im Help gleich mal ein ganzes Portfolio an Änderungen, die auf der offiziellen Shakes and Fidget YouTube-Seite von Juni vorgestellt wurden. Das ist auch nochmal ganz anders. Ein Juni-Video hat ja viele Aufrufe, das weiß man, aber 100.008 Aufrufe für Juni auf seinen Nacken, richtig geil. Im Übrigen hat ja einer geschrieben, Jakobolix hat geschrieben, kurzes Feedback an der Stelle des Videos an sich. Das Video schaut sich so, als wenn Juni im Mittelpunkt des Videos steht und nicht die Verbesserung, um die es eigentlich geht. Also, ja, bitte beim nächsten Mal den Juni einfach ausblenden. Nein, Spaß. Also, finde ich gut, dass sie das auch auf Deutsch machen, weil ich bin schon der Meinung, dass ein großer Teil des Feedbacks, was auch immer relativ schnell kommt, in beide Richtungen, aus der deutschen Community kommt. Ja, die anderen Communities machen das auch, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es da sehr viel Feedback immer gibt und auch mal auf diesem Kanal ein Video auf Deutsch zu machen, auf die Schnittweise und Erzählweise auf Juni zu greifen, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn und ist in diesem Falle auch mehr als berechtigt. Und ja, also in diesem Video von Juni im Shakes and Fidget Helpdesk könnt ihr es euch auch angucken, werden die Änderungen nochmal alle besprochen. Ihr könnt es euch im Disk auch durchlesen. Was natürlich sehr gut ist im neuen UI, dass alle Buttons jetzt gleich anklickbar sind. Das persönlich gefällt mir sehr gut. Ich musste mich zwar persönlich schon wieder mit meinem Muscle Memory striten. Ja, ich kann das aussprechen, wie ich will, weil ich mich mit der Anordnung der Buttons schon angefreundet hatte und das in der Mobile-Version nicht so gut fand. Jetzt wird es auf die Mobile-Version angeglichen, weil die wichtigste Funktion soll immer rechts sein, also auf der rechten Seite. Deshalb wurde das alles da angeglichen, aber für einen PC ist natürlich schon so geil, dass man jetzt alles auf einmal anklicken kann, ja. Und ach, wir sehen schon, Acclimator hat geschrieben, ja, vergesst nicht, euch das Gratis-Paket abzuholen mit 450 Pilzen im Webshop. Ja, das wollte ich auch nochmal ansprechen. Im Prinzip ist es geil und sieht so aus, das Ballonpaket ist gratis, 415 Pilze, 515 Sanduhren und 41.000 Kristalle. Das kann jeder Spieler gut gebrauchen. Free-to-Play wie Pay-to-Win. Ja, ein Free-to-Play-Spieler, ein aktueller Free-to-Play-Spieler, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, was er mit diesen Pilzen anstellen kann, wie lange er damit Abenteuerlust spielen würde oder sowas. Also ich kann es überhaupt nicht einschätzen, bin ja gar kein Free-to-Play-Spieler, aber ist natürlich geil. Und dann gibt es auch noch die anderen Pakete, die man sich dann wie üblich kaufen kann, 25 Euro, 50 Euro und für 100 Euro 4.150 Pilze ist auch ein sehr krass gutes Geschäft und ja, die Kristalle schmecken eigentlich auch sehr lecker. Also ja, muss man sich hochbeinen, kann man überlegen. Aber auf jeden Fall vielen Dank an Playa Games für das Gratis-Paket und eben für die Änderung des Updates in dieser Hinsicht. Und zusätzlich darf man auch noch erwähnen, dass trotzdem für die Leute, die das jetzt nicht so geil finden, es eine klassische Version geben wird am 31.07. Für wohl alle Plattformen, die dann entsprechend wohl wieder den alten Glanz hat. Und wie das ganz genau aussieht, weiß ich gar nicht, aber kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich weiß ja definitiv, dass das früher schon mal gemacht wurde, dass es eine neue Version und eine alte parallel gab für eine gewisse Zeit. Irgendwann gab es die alte dann nicht mehr. Die Möglichkeit zu haben, sollte dann auch die letzten Kritiker, sage ich mal, ja, positiv stimmen. Was ich halt natürlich nicht weiß, also es liest sich, glaube ich, für mich so, als wenn dann auch die Stadtkarte wieder die alte Ansicht hätte. Oder ob es jetzt nur ums UI geht. Das alte UI mit der neuen Stadtkarte, keine Ahnung, wird man sich angucken, aber man muss jetzt wirklich mal sagen, bei aller Kritik, die berechtigt war, auch ich habe ja gesagt, es geht ja gar nicht um die Veränderung an sich. Gut, für manche Spieler geht es schon um die Veränderung an sich. Für mich finde ich, ist Entwicklung immer ein Fortschritt. Aber solche relevanten Geschichten müssen halt vor Release
mit der Community besprochen werden. Und dass das relativ schnell und gut gehen kann, sieht man ja jetzt an den schnellen Reaktionen von Playa. Ich glaube, der CEO hat ja auch sogar Dorsa Rede und Antwort gestanden. Auch dass Juni, wie gesagt, eingebunden wird. Also auch die Content Creator sind ja da immer tiefer mit drin. Gerade die halt wirklich Daily Stuff machen und viel streamen. Die haben dort auch die Chance, noch mehr Sprachrohr zu sein. Und das Ergebnis sieht man halt, dass Änderungen kommen, wo eben viele Leute drüber positiv berichten. Und wenn man das halt vorher macht, in einer Beta-Phase oder wie auch immer, dann hat man überhaupt gar keinen Angriffsspielraum als Produkt- oder Spielbetreiber, dass es negativ aufstoßen kann. Die Performance scheint auch recht gut zu funktionieren beim Elevator. Ja, wird jetzt spannend sein. Das ist die erste, sage ich mal, Geschichte dahingehend, Sonderevent mit neuem UI. Aber ich bin da guter Dinge, dass es auch gut laufen wird. Und ja, also, ne, deshalb darf man gespannt sein. Vergesst auf jeden Fall das Paket nicht. Punkt 1, gebt weiterhin Feedback. Punkt 2, nutzt Creator Codes. Punkt 3. Und vor allen Dingen schaut nochmal dann auf die, also die immer noch nicht ganz zufrieden sind, auf die Option der klassischen Version, die eben ab 31.07. verfügbar sein soll. Und ja, speziell natürlich auch die Frage an euch von meiner Seite, wie ihr das seht, könnt ihr auch gerne nochmal reinschreiben in die Kommentare. Und speziell vielleicht auch die eben viel am Handy spielen. Das würde mich auch nochmal interessieren. Also Meinungen sind da auch gerne gewünscht. Das war's dann erstmal von mir. Haut rein, macht da Tschüss und Servus. Euer Basti. Ciao, ciao.